So, meine lieben Freunde, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen, und heute gibt es einen kleinen Quickie zum Thema Docker, die internen Daten, Docker-Volumen, das, was in der Regel auf Laufwerk C liegt und euer System in der Regel auch anfällig bzw. langsam macht, weil die Festplatte eventuell ziemlich schnell voll ist. Muss man einfach so sehen, und schauen wir uns das mal ganz kurz an. Gehen wir kurz in den Explorer. Dieser PC, also hier seht ihr, C ist schon wieder relativ voll. Ich habe es gerade erst verschoben, drum dieses kleine Video. Und wenn ihr seht hier, was die an Daten kurz rübergewandert ist, auch eigentlich die nicht benutzte Festplatte, die eigentlich braucht, rumlauft, dann kannst du dir vorstellen, dass das System eigentlich nur gut tut. Da einfach mal überprüfen. Deine Docker-Daten liegen normalerweise auf C, das kannst du auch überprüfen. Ich zeige euch nachher noch im praktischen Teil, wie das funktioniert. Dann brauchst du eigentlich nur auf der zweiten Festplatte oder auf einer anderen Partition entsprechend das anlegen. Verwende hier bitte kein externes Laufwerk, weil das wird nicht funktionieren. Das wird Docker überhaupt nicht mögen, das kann ich dir gleich verraten. Also komm nicht auf die Idee, jetzt einfach eine 4 Terabyte externe Festplatte anzuschließen und zu sagen, hier, hoppala, mach mal dahin. Mach das nicht. Ich kann es dann zwar wieder zurückspielen, es läuft dann wieder, aber es funktioniert nicht. Lasst es lieber. Docker lagert euer ganzes Zeug in eine extern 4 VHDX. Das ist eine virtuelle Festplatte aus, und dort wird eigentlich alles reingeschrieben, was Sache ist. Das ist quasi das Herzstück vom Docker, und das ist sehr wichtig. Also diese Datei solltest du auf keinen Fall löschen, das wäre verheerend. Hier ist irgendwann genauer Inhalt, ein bisschen aufgeschlüsselt. Also es sind drin Docker Image, die meisten der größten Brocken, jedes Mal, wenn du Pull zum Beispiel ausführst. Image Paperless, Redis, Postgres, Tika wird heruntergeladen, ein neues Image kommt einfach dazu. Die meistens fliegen die alten Images nicht raus, es sei denn, man benutzt Watchtower und lässt das Watchtower erledigen, der killt dann gleich die alten Images. Ansonsten muss man da ab und zu mal manuell einfach ran und mal die alten Images rausklopfen. Solltest du da das falsche Image löschen, ist kein Problem, das wird beim nächsten Start neu gepullt, und der Neustart würde sich dann einfach nur verzögern. Docker Volumes, die sind natürlich auch drin. Das sind dann Datenbanken oder Image-Dateien, Archivdateien, wie bei Paperless zum Beispiel. Also ich habe jetzt da Paperless mal wieder hergenommen, weil das momentan immer ziemlich aktuell ist und das auch immer im Schädel so drin habe. Da gibt es zum Beispiel die PDF-Archive, die Originaldokumente und die konvertierten und verarbeiteten Dokumente, die sind getrennt. Da kommt ein ziemlich hohes Datenvolumen auch zustande. Das liegt natürlich auch alles da drin. Ja, also Datenbank von Paperless, dann Konfigurationen zu den einzelnen Programmen, die nehmen jetzt nicht wirklich viel Speicherplatz ab, aber ich habe sie mal dazu geschrieben. Dann gibt es Container-Schreibschichten, jeder laufende Container hat eine beschreibbare Ebene, ein Programm, Container-Log zum Beispiel, temporäre Dateien ablegt, landen diese Bits und Bytes auch in dieser extern 4 VHDX-Datei, ne, also dieser virtuellen Festplatte. Dann das WSL-Betriebssystem selbst. Ja, WSL-Betriebssystem unter Windows brauchen wir einfach Windows-Subsystem für Linux, heißt es genau, damit wir Docker Desktop unter Windows überhaupt ausführen können. Der alte Weg, um diese Daten jetzt komplett zu verschieben, war zum Beispiel hier WSL-Export. Man hat das eigentlich im Command-Prompt dann hier diese Zeile eingetippt. Docker Desktop Data nach D, Docker Backup, Docker Data zum Beispiel, hat sich da erstmal ein Image gezogen. Aber das macht man heute so nicht mehr. Steht auch dabei, funktioniert nicht mehr. Der neue Weg ist eigentlich sehr einfach, sehr luxuriös, war begeistert, hat mir sehr gut gefallen. Obwohl ich erstmal googeln musste, weil mein Befehl nicht mehr ginge, den ich im Kopf hatte. Ja, passiert mir auch manchmal, ich habe dann irgendwelche Befehle im Kopf, machst du schnell, oder ist nicht. Ne? WSL sagt dann, ja, hier Parameter nicht bekannt, läuft nicht, mache ich nicht. Dann muss ich erstmal wieder gucken und da, aha, Docker hat wieder was geändert. Man liest nicht immer jedes Informations-E-Mail, was man bekommt, aber es ist gut. Docker Desktop öffnen, machen wir gleich zusammen. Dann gehen wir Settings, dann Resource Advanced. Dann geben wir einfach die Disk Image Location ein, Pfad ändern, zum Beispiel D-Docker WSL, Apply und Restart, und die Kiste läuft. Klingt jetzt wahnsinnig toll, ist es auch. Gehen wir wieder rüber auf unsere Rustdesk-Maschine. Also wir gehen mit Rustdesk auf den Server drauf. Ich bin da jetzt nicht extra auf dem Computer drauf. Nein, das machen wir von hier.
Ups, Settings, dann Resources, dann Advanced ist schon drin. Und hier siehst du auch schon DWSL, Docker, Desktop, da siehst du, also ich habe es verschoben, wie ich gesagt habe. Und dann kannst du jetzt hier Browse machen, wählst aus, wo das hinkommen soll, sagst Ordner auswählen und übernimmst das. Das ist auch schon das ganze Hexenwerk. Ich mache es jetzt natürlich nicht, am Docker soll man nicht so viel rumspielen, wenn man nicht muss. Und dann ist das komplett rübergezogen, Docker wird danach runtergefahren und abgeschaltet. Ich starte ihn nach der Transaktion einfach, wenn er fertig ist, abwarten. Er kommt dann wieder neu, wenn er gestartet werden kann, startet das System wieder und Docker ist dann wieder verfügbar. Das war es jetzt auch schon für dieses kurze Video. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich natürlich diese Videos in meiner privaten Freizeit. Wenn du meine Arbeit gut findest und hilfreich ist, dann würde ich mich natürlich über eine Unterstützung, eine Spende sehr freuen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung und auf meiner Homepage. Alles unten im Blogbeitrag nochmal verlinkt. Da findet ihr es auch nochmal. Den Blogbeitrag verlinke ich natürlich auch nochmal hier bei YouTube und in den Kommentaren. Dann solltest du weitergehende Probleme mit deinem PC oder mit deiner IT, mit deinem Notebook, mit deinem Netzwerk oder sonst irgendwas haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Dort wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.